Hallo, mein Name ist Alissa, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere an der Universität von Mannheim. Seit meinem Umzug nach Mannheim und dem gleichzeitigen Beginn des Studiums vor circa einem Monat konnte ich erst zunächst nur sehr wenig und schlecht schlafen, ein Problem, das ich glaube ganz vielen Studierenden aus eigener Erfahrung bekannt ist. So konnte ich zum Beispiel circa 2 bis 3 Stunden am Stück schlafen und es konnte von 1 Stunde bis 4 Stunden dauern, bis ich endlich einschlief, was für mich schon eigentlich ziemlich unpraktisch und unbequem war. Es wurde aber noch schlimmer und in der vorletzten Woche konnte ich zum Beispiel 1 bis 2 Stunden schlafen und zwar nicht am Stück, sondern pro Nacht insgesamt. Und so konnte ich mich halt 6 bis 7 Stunden im Bett schmerzhaft wach drehen, aber der Schlaf kam einfach nicht. Und so in der letzten Woche musste ich meinen Eltern mitteilen, dass ich seit 4 Tagen nicht geschlafen hatte. Und das war katastrophal. Es hat sich selbstverständlich auf meinen Zustand, also meinen körperlichen und seelischen Zustand, recht stark ausgewirkt. Meine Immunität war ein Desaster. Tagsüber war ich so müde wie nie im Leben zuvor und nachts war ich halt genauso müde. Dies half mir aber gar nicht bei Einschlafen und emotional war ich die ganze Zeit entweder traurig und weinerlich oder entsetzt und verzweifelt, ja. Und ich hatte gar keine Kräfte für nirgends, weder psychischen noch physischen. Und es fühlte sich einfach so an, als ob ich bald durchdrehen würde. Ah, zusammengefasst, das wünsche ich wirklich niemandem. Und ich habe auch alles Mögliche unternommen, um das zu stoppen. Ich probiere jetzt auch mit den Schlaftabletten. Zunächst nur mit denen auf pflanzlicher Basis wie Baldrian oder sowas, Melissa auch, all die Teesorten, die meistens anempfohlen werden. Dann auch aber mit den Tabletten auf chemischer Basis. Vivinox zum Beispiel habe ich ausprobiert. Ich versuche es auch mit den Autosuggestionen, mit wirklich alles Mögliche. Ich habe ganz viele Sachen versucht, die sogenannte Musik für den Schlaf, die Meditationen, die Atemtechniken. Ich änderte meine Diät, ich änderte mein tägliches Regime und es half nichts. Es hat ganz, ganz, es half einfach gar nichts, wirklich. Wie gesagt, ich war verzweifelt und offensichtlich hat sich aber bei mir was geändert. Jetzt kann ich endlich einschlafen und dies verdanke ich dem Gerät namens Hügler-Armband. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich das Video mache. Ich möchte über die Methode erzählen und das Ding wirklich all denjenigen, die eine Schlafstörung haben, anempfehlen. Mit dem Gerät habe ich so schnell eingeschlafen, dass ich einfach keine Zeit dafür hatte, um mich überrascht zu fühlen. Und mein Körper, der nach meinem Empfinden innerhalb von all den Tagen, den 4 Tagen, in denen ich nicht schlafen konnte, ja, nach meinem Empfinden fühlte es sich einfach so an, als ob mein Körper einfach vergessen hatte, wie das Ausschalten vom Bewusstsein einfach geht. Und mit dem Hüglerarmband hat er sich einfach allmählich entspannt. Und mein Denken und mein Fühlen glätteten sich wie ein Papierstück aus. Das war eine sehr angenehme Erfahrung. Und ich wachte auch nicht im Laufe der Nacht. Und nachdem ich morgens aufstand, fühlte ich mich auch gut erholt und munter. Und insgesamt habe ich mehr als 9 Stunden am Stück geschlafen. Also
das war einfach magisch. Ich kann kein anderes Wort dafür finden. Und bis jetzt habe ich so maximal 22 Minuten mit dem Gerät gebraucht, um einzuschlafen. Meistens liegen aber die Werte so im Bereich von 15 bis 20 Minuten oder von 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie müde ich bin, ähm, oder wie unruhig ich im Kopf bin. Und mein Schlaf ist sehr fest. Ich habe keine beunruhigenden Träume, was schon ziemlich untypisch für mich ist. Äh, und wie gesagt, es ist einfach unvergleichbar mit all dem, was ich bisher ausprobiert habe. Und das empfehle ich wirklich all denjenigen, die eine Schlafstörung haben. Das hilft. Wenn es mir geholfen hat, das wird ihnen sicherlich auch helfen. Und ich werde definitiv das Ding auch für mich kaufen, sobald es ein fertiges Produkt geben wird. Also, das war schon eigentlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.